Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil meiner Cook Surf Delicious 3 Gold Videoserie. Ersten Tag haben wir mit einem Versuch geschafft, aber es war ja auch der erste Tag. Von dem her wird es jetzt ein bisschen spannender. Wir gehen direkt über in die zweite Straße. So nehmen wir einfach B, 3-Point Menu, Easy Street, Standard natürlich. Wir haben ja ein bisschen 3 Points needed. Wir nehmen einen Croque Monsieur. A croque monsieur, which translates to Mr. Crunch, is a ham and cheese sandwich that's topped with grated cheese. The dish origins can be traced back to the early 1900s, where fresh cafes and bars served as a quick but delicious snack. It's fucking delicious. While variations of the dish have been created over the years, such as the croque madame, which includes a fried egg on top, the dish's elegant, simple yet tasty design has ultimately endured the test of time. For a short period in the late 2020s, the croque monsieur's recipe was thought to be lost forever, thanks to a global catastrophe that pronounced the earlier half of the decade. Fortunately, it was rediscovered by a man coincidentally named Enzo Valentin Crunch in 2029, who turned out to be the last person on Earth to have hundreds of recipes saved locally to his computer, rather than stored in a once prolific cloud. Gekauft. Und gleich drauf. Rote Grütze. Rote fucking Grütze. Habe ich jetzt in meinem letzten Twitch-Run, twitch.tv/Obraka, gemacht und es ist super easy, hält lange, gibt voll viele Portionen, einfach toll. Rote Grütze is popular European dessert made with berries, sugar and served either hot or cold with milk. While often recognized as a solely German dessert, Rote Grütze has Danish roots. Historians argue that the Danish government, irritated by German consistently taking credit for their ideas, held a contest to create an unstealable invention. The country set to work and 6 weeks later, Ayatza Östergaard unrevealed the Røde Grøt, a delicious dessert that featured colors resembling the flag of Denmark, and a name so outrageously Danish that Germans would find it impossible to pronounce. Germany, furious that they could never only properly pronounce this word underwater, simply rebranded the recipe as Rote Grütze and once again claimed it as their own. Embarrassed that the unstealable invention wasn't quite so unstealable, Denmark sentenced Ayatza Östergaard a lifetime of hard berry-picking labor. Today, both Germany and Denmark claim ownership of the dessert. Ihr könnt's teilen. Ihr könnt einfach teilen. Und Tandoori Chicken? Falafel. Tandoori Chicken, Falafel. Tandoori Chicken, Falafel. Mach mal Falafel. Banana Foster. Bananas Foster is a dessert somewhat similar to banana split, as it's made of banana and vanilla ice cream. Before the ice cream is added, the bananas are cooked with sauce made from butter, brown sugar, cinnamon, dark rum, and banana liquor. Afterwards, more alcohol is poured on top and then ignited, after which the entire concoction is served over the vanilla ice cream. Created in 1951 in New Orleans, when the city was dealing with the importation of more bananas than its citizens knew what to do with, Bananas Foster is one of the few experimental banana-based dishes made during that era to survive the Korean War. It is widely believed that the popularity and survival of this dish during the war is due to the fact that it became very closely associated with bananas themselves during an episode of The Very Late Show with Marvel Stetson. During the Celebrity Chef guest segment, Chef Sly Hindle prepared the Bananas Foster dish in front of the audience, and after seeing the dish go up in flames, Marvel exclaimed, "That's bananas!" The audience went wild, and the catchphrase immediately entered the lexicon. Marvel was constantly hounded by fans wanting him to say the famous phrase, which friends say infuriated him to no end. It's believed that Marvel became very bitter towards fruit by the end of his career, upon retirement in late 1964, became a megatarian, a person who only eats meat, before he died in slightly later 1964. Ja, Fleisch ist mein Gemüse. Und mach mal Cookies dazu. Cookies sind easy. Cookies, also known as biscuits in the UK or biggies in Australia, first appeared in 7th century Persia. When Persians wanted to tip someone for providing exceptional service, they would offer a cookie as a token of their appreciation. The phrase, "What do you want, a cookie?" is a Persian saying used to is a Persian saying used as a retort for when someone seeks a reward for an unimpressive feat. Cookies are also famous for being delicious in their raw form, resulting in cookie dough being served in ice cream, flavored soda, or even in a giant bowl by itself. Dough Rojas cookie dough is among the most popular and has food trucks operating in every continent around the globe. Auch das kaufen wir. Gut,
Wir haben Croque Monsieur, rote Grütze, Falafel, Banana Foster und Cookies. Hört sich, glaube ich, gut an. 6 Punkte ist jetzt nicht ohne, aber ich habe weise gewählt, denke ich. Von dem her schauen wir, was rauskommt. Yes, fully charged. 3 Kilometer Grütze können wir aber schon mal machen. Die hält, glaube ich, eh recht gut. Blackberry zu. Falafel können wir nachher machen. Croque Monsieur können wir eigentlich auch schon machen. BWHR. BWR. Bam. 1. So. Butter, Zucker, Bananen, Rum. 2, was willst du? Du willst Chocolate Chip, passt. F3, wir brauchen Falafeln. 3, wir brauchen Butter, wir brauchen Sugar, wir brauchen Bananen, wir brauchen Rum. Das kann weg. F4, rote Grütze haben wir genug. Falafel brauchen wir noch. 4, Sugar, passt. Tack. Haltbarkeit von roten Grütze überzeugt mich jetzt zwar gerade nicht, aber ist ja egal. Wir machen dann gleich eine neue. So, erstmal ein Croque Monsieur, aber BWHR, BWR, bam, die können raus. So, rote Grütze aus Strawberry diesmal, Tür zu. Croque Monsieur ist gleich fertig, wird aber nicht reichen, glaube ich. Nein, tut's nicht. F3, Croque Monsieur, BWHR, BWR, passt. Rote Grütze gleich fertig. Einmal, zweimal Falafel, machen wir Falafel und geht schon. Soweit so perfekt. Rote Grütze kann weg. Und schaut so böse. Alles ist gut. So, direkt mehr rote Grütze. Blackberry diesmal, Tür zu. USBR. 2 Chocolate Chip. 3 mehr rote Grütze. Blackberry, Tür zu. 3 USBR. 4 Peanut Butter. 5 Peanut Butter. 6 Chocolate Chip. 4, wir brauchen Falafeln. Und 7 USBR. Yes, ready. Wir haben rote Grütze, wir haben zweimal Falafeln, wir haben nicht... Irgendwas haben wir nicht vorbereitet. Aber ist egal, die Falafeln werden gleich weggehen. Haben wir Loch frei. Genau, Croque Monsieur haben wir keinen. BWHR, BWR passt. Dann F2, das kann raus. Croque Monsieur, BWHR, BWR passt. Falafel kann raus. Rote Grütze. Mehr Falafel. Croque Monsieur ist fast fertig. Rote Grütze ist aus. Wir machen es diesmal aus Blueberry. Croque Monsieur ist aus. BWHR, BWR. Passt. 33 remaining. Wir sind noch lange nicht durch. Wir können gleich weitermachen mit, ja, noch mehr Cox. BWHR, BWR. Passt. Rote Grütze machen wir, das ist falsch. Rote Grütze machen wir aus Strawberry, Tür zu. 7, Falafel Dank. F1, Falafel Dank. Gerade noch ausgegangen. Es wäre jetzt fast schief gegangen. 20 remaining. Okay, F4. Wir brauchen noch mehr rote Grütze. Blackberry, Tür zu. Und mehr Falafeln. Und das war's. Die Musik in dem Spiel ist so verdammt gut. Letzter Stopp. USBR. So, wir brauchen rote Grütze aus Blackberry, Tür zu. Wir brauchen Oatmeal Cookies. Wir brauchen Croque Monsieur, BWHR, BWR. Wir brauchen USBR. Wir brauchen Falafeln. Wir brauchen Peanut Butter. Wir brauchen USBR. Wir brauchen Candy. Und wir brauchen Candy. Falsch!
Ich hab's versaut. Das ist der falsche Cookie. Restart. Es war so perfekt. Es war so perfekt. Und dann drücke ich C statt A. Nichts passiert. Good to see you, Chef. Good to see you, Whisker. Drei Kilometer. So, rote Grütze können wir schon mal anfangen. Strawberry 2 zu. Chuck mit BWHR, BWR. 1, USBR, F3, Falafel warten wir noch ein bisschen. Machen wir lieber noch einen Box-Dings. BWR. Und das letzte machen wir dann Falafel. So, Dark Chocolate 2. Echt. An den dummen Cookies scheitere ich. Vier Peanut Butter. Fünf Chocolate Chip. So, raus, 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 raus. Erster, der frei ist C, passt. Zweiter, der frei ist der Monsieur, BWHR, BWR, passt. F1, wir brauchen mehr Falafel. Und wir brauchen rote Grütze. Und zwar aus Blackberry, Tür zu. Mehr Croque Monsieur, BWHR, BWR. Rote Grütze ist gleich fertig. Ich glaube, wir haben einen kurzen Weg, weil wir haben verdammt viel Grütze. Okay, passt. Wir haben einen kurzen Weg. Ist egal, jetzt will wir alles ausgehen. So, 1 Candy Cookie A, 2 Sugar, 3 USBR, 4 Chocolate Chip, 5 Sugar, 6 USBR, 7 USBR. We are nearing the next stop. Jawohl. Falafel wird sofort ausgehen. Können wir dann sofort neue reintun. Die gehen eh relativ schnell. So, Falafel sind aus. Rote Grütze ist aus. Aus Raspberry, Tür zu. Brauchen mehr rote Grütze, mehr Falafel. Falafel, Falafel, Dank. F9, Croque Monsieur brauchen wir auch noch welche. Also die dürfen wir auch nicht wegtun. No problem, Chef. So, rote Grütze aus Blackberry, Tür zu. Dann Croque Monsieur, BWHR, BWR. Und wir brauchen, glaube ich, kein... Doch, wir brauchen auch noch Falafel. Alles brauchen wir. So, mehr Croque Monsieur, BWHR, BWR. Mehr rote Grütze aus Raspberry, Tür zu. No problem, Chef. F3 brauchen wir noch Falafel, ja, wir brauchen noch Falafel. Und F4 brauchen wir noch Messieurs, ja, brauchen wir auch BWHR, BWR. Rote Grütze ist schon wieder aus. Falsch. Rote Grütze ist Blackberry, Tür zu. Und einmal Falafel for remaining, ja. Machen wir nicht extra, also machen wir extra. Und Croque Monsieur schmeißen wir inzwischen weg. Und tschüss. So, letzter Stopp. Wir brauchen Messieurs, BWHR, BWR. Wir brauchen Peanut Butter Cookies. Wir brauchen rote Grütze und zwar Strawberry diesmal. Wir brauchen USBR. Wir brauchen Falafeln. Cookie ist fertig. USBR. Cookie, Peanut Butter. 5 USBR. 6 Chocolate Chip.
7 Oatmeal. Got this, Chef. So, Croque Monsieur, BWHR, BWR, F2, rote Grütze aus Blackberry, Tür zu, F3, Falafel. So, F4, wir brauchen noch Croque Monsieurs, BWR, BWR. Und rote Grütze geht sich aus, rote Grütze geht sich auch nicht aus. Aus Blackberry, Tür zu, Croque Monsieur sind gleich fertig. Der einen Falafel machen wir extra. Sehr gut. Unsere erste Wiederholung. Wegen akuter Dummheit. Wow, a perfect run. Ich weiß. That's incredible. Ich weiß. Wow, sie gleich 2 Level hochgehüpft. So, da ist noch gelockt. Machen wir mit Fried Fantasy weiter. Wie viele Punkte braucht man? Keine Punkte, 7 Dings. Wir nehmen Churros, wir nehmen Donuts, wir nehmen Ham und wir nehmen nicht Chicken Sandwich. Chicken Sandwich sind so stressig. Cannoli sind so stressig. Fried Rice, Pudding, Prime Rib. Prime Rib ist super. Prime rib represents one of the 9 cuts of beef. Legend has it that the vegetable farmer was walking his pet cow, Stefan, when Stefan suffered a fatal heart attack and fell on the farmer. Trapped under the weight of Stefan, the farmer had no choice but to carve out a portion of the cow for free himself. Horrified at having to treat his companion in such way, he attempted to honor the fallen cow by cremating the cut of meat. As soon as the farmer placed the meat atop the fire, he is overcome by a smell more delicious than he'd ever experienced. He removed the ribs from the fire and ate them while weeping at the loss of his pet. The vegetable farmer then changed professions and began farming cows for meat as a misguided way to honor Stefans final gift. Danke, Stefan! So, Onigiri immer gut. Curry habe ich noch nie gemacht. Curries first originated in Indian subcontinent in modern-day Pakistan. After the mortar and pestle became the hottest toy of 2600 BC, children everywhere began pounding mustard, cumin, and fennel into a fine powder, before discarding the spices and starting over. Historical records indicate that a woman named Ayman Ali began using the powdered spices in the dishes she cooked, which then sold as a way to afford more spices for her children to play with. To Ali's delight, locally adored her cooking and she soon became the talk of the town. Although her children eventually became tired of playing with the mortar and pestle, Ali insisted they continue pounding spices so she could keep up with the demand. Historians now believe this pivotal moment signifies the creation of curries and child labor. Wunderbar. So, fried seafood, nein. Sauerkraut, sausage und Sauerkraut. Sausage and sauerkraut are incredibly popular parts of traditional German cuisine. Invented independently of one another, sausage and sauerkraut are now considered by Germans to go together like peanut butter and jelly, milk and cookies, and East and West Berlin. Sausage and sauerkraut were first brought together by a woman named Lene Weber in an attempt to make her husband Manfred eat slower. Manfred loved sausages so much that he often seemed to inhale them nearly whole, which Lene thought would someday be the death of him, and thought Manfred might be forced to eat slower if he needed to pick sausages out of a pile of sauerkraut, which he was indifferent to. The plan worked, though not as intended. When presented with the dish, Manfred found the combination much more delicious than sausages on their own, so he decided it was the best to savor the dish by picking it bit by bit, taking up to 3 hours to finish a single plate. Lena decided to make the best of the situation and took up bladesmithing, while her husband continued to slowly eat. Since then, sausage and sauerkraut have become part of a balanced German diet. Passt. Churros, Donuts, Ham Slices, Prime Ribs, Onigiri, Curry und Sauerkraut. Moment, Prime Rib ist falsch, glaube ich. Sekunde, das muss man kurz anschauen. Also na, Prime Rib passt eh. Es ist ja heiß, passt schon. Alles gut, alles gut, alles gut.
Dadurch, dass ich alles Gold mache, will ich es mir natürlich nicht schwerer machen, als es eh schon ist. Weil man merkt, das Spiel hat doch etwas eine stressige Seite. Okay, fangen wir mal mit den Donuts an. Oh, danke. 3 Kilometer Ham hält ewig. Riesenhaar. F3, Prime Whip hält auch eine Zeit. Oh mein Gott, AS. Schaust du geil aus. 2, oh Gott. R, S, L, G, H, N, K. Wow, das ist viel Arbeit. Churros. Churros. So, 3, W, R, S, L, G, H, N, K. Tschüss. 4, K, S, U. Die Sausage und Sauerkraut brauchen halt ewig. W, R, S, L, G, H, N, K. Tschüss. So, 1. Prime Rib Seasoning. 2 PS, 3 PS, 6 PS, 7 PS. Donuts können raus, kann raus, kann raus. Wir brauchen mehr Prime Rib. CPAS, 1 PS, 2 PS. Das kann raus, das kann raus. Churros, brauche ich noch mehr Churros? Oder ist das letzte? Nein, ist das letzte. Kann also extra gemacht werden. Dank. 2 PS, 3 PS, 4 PS. Das kann raus. 5 PS, 5 PS, 5 PS. Ich kann super 10 Finger tippen, wirklich, gar kein Problem. Aber mit Zahlen habe ich meine Probleme, um ehrlich zu sein. So, Prime Rib, PAS, 1 KSU, 2 Riesenhaar, Donuts können weg, 3 KSU, neue Donuts machen, Dank, 4 Riesenhaar, 5 KSU, F4, Churros, passt. 6 KSU, 7 WR, SL, G, H, N, K. Passt. War ich jetzt bei 1 zu langsam? Wir werden es gleich sehen. Leute, esst mehr Donuts. Oh, D. 4 PS, 1 PS, F4, wir hauen mehr F4, wir hauen mehr Churros rein, 3 PS, 2 PS, 5, fuck, PAS, so, gerade noch gerettet, Churros sind drin, Ham brauchen wir sicher noch einen. So, F4, Prime Rib, PAS, F1, Dings, F1, Churros, 5 PS, 6 PS, 7 PS. Scheiße, ich hab keine Donuts, scheiße, ich hab keine Donuts, scheiße, ich hab keine Donuts. Gerade noch gerettet, 4 PS, 4 PS, 5 PS, 6 PS, Dings kann raus, Donuts sind gemacht. Churros können neu gemacht. Neuen Ham brauchen wir. BHS. 5 PS, 7 PS. Churros und Ham. Das war knapp. So, ist der zweite Stopp. Ham sollte also passen. Churros tun wir weg, Donuts tun wir weg und das Prime Rib tun wir auch weg. So, wie weit haben wir? 2 Kilometer. Gut, wir machen gleich neue Donuts. Wir machen W, R, S, L, G, H, N, K, gut. KSU, F2, Churros, F4, Prime Ribs, PAS, 3, W, R, S, L, G, H, N, K, raus, 4 Riesenhaar, 5 Riesenhaar. So, Prime Rib fertig, W, R, S, L, G, H, N, K, tschüss.
KSU. On it, Chef. 1 PS, 3 PS, 5 PS. Churros sind gut, aber aus. Churros sind wieder in der Arbeit. 3 PS, 5 PS. Das kann raus, das kann raus. Churros sind gleich fertig. Mehr Churros. So, da PS, 3 PS. Donut kann einfach so raus. F4, wir brauchen mehr Prime Rib. Brauchen wir überhaupt noch Donuts? Ja, wir brauchen noch einen einzigen verfickten Donut. Okay. F2 Churros. 4 PS, 5 PS. Gut, mit den 3 Churros haben wir den nächsten perfekten Tag. Oh mein Gott, das ist so anstrengend. Dieses Spiel ist so anstrengend. Tschüss. Brauch was zu trinken. That was your best yet, Chef. Congratulations. Infinitely better than some of those other ones. Good job, Chef. Bald können wir unseren Truck ein bisschen ausbauen. Ab Level 5 kann man Truck ausbauen. So, World Tour, wenn der noch perfekt ist, dann war's das mit diesem Tag, also mit dieser Folge. 5 Foods required. Gut. Was machen wir Schönes? Machen wir was anderes. Und zwar Pig Blood. Pias Blood Cake. Komm, gib mir Infos dazu. Na, ich will Infos dazu. Pig's Blood Cake. Pig's Blood Cake is a Taiwanese delicious street food made of pig's blood, sticky rice, and soy broth that is deep fried and served on a stick. Unlike many foods that have abstracted or something silly origins, pig's blood cake was simply created as a way for hungry locals to get the most of the pigs that they hunted. As the meat, bones, and even ears and tail had already found their place in many dishes and cultural eats, all that remains was the wasted pig blood. Not wanting anything to go to waste, the Taiwanese first started by dipping fried rice on a stick in the pig's blood as a sort of a dip, but found that the flavor didn't work symbiotically between the warm, raw blood and the deep fried rice on the stick. However, they eventually found that mixing the blood in with the rice and frying it all at once, much more tasty and still satisfied the thirst for blood in a non-violent manner. Das nennen wir und Chimichangas. Wäre okay. Aber Chimichangas. Somewhat famously, the origin of the chimichanga is subject to much debate. One source indicates that the chimichanga was invented in America in 1922 when a Mexican immigrant woman accidentally dropped her burrito in a deep fryer that happened to be laying around and started to utter a Spanish curse that began with Chi, but then stopped when she realized the importance of the moment and instead exclaimed Chimichanga, which is the Spanish equivalent for finger magic. Experts point out that the origin is too good to be true. How could she have instinctively known that burrito was edible and should be named when it's still in the fryer? And why didn't she market her supposed invention? Another source claimed that chimichanga was invented in Mexico in 1946 when a restaurant owner put burritos in deep fryers and experimented and began selling them on his menu. However, experts point out that the origin is too vague. Why didn't he accidentally drop them in and instinctively know the burrito was edible and delicious? And why did he just happen to be a restaurant owner and a cook? Isn't that too convenient? All the debate about the exact origins of this chimichanga ongoing, most agree one thing: never trust a gas station chimichanga. Never trust gas station anything. So schaut's aus. Machen wir Samosas. Originating as far back in the 10th century in the Middle East, samosas are fried or baked pastries often filled with meat or vegetables. Samosas were considered so delicious that princes and nobles would typically purchase all the original samosas for themselves, fearing that the common citizen wouldn't be able to fully appreciate their expert design and flavor. This tradition unfortunately backfired as common citizens were able to appreciate the design and flavor of samosas at all. Because of this practice, samosas became seen as a sign of immense power, resulting in many chefs creating counterfeit samosas to be sold on the black market as credentials of authority rather than food.
This trick worked at first, as it was generally understood that anybody possessing of samosas must be important. However, the chefs eventually oversaturated the black market with samosas and their value declined. Upset that they could no longer be used to pass as royalty, commoners ate the samosas in fits of rage, only to realize their worth as a food more than they made up for the drop in symbolic value. Wunderschöne Geschichte, es hört sich alles so echt an, wirklich. Mach mal Lau Lau. Can eating Lau Lau help you see God? No, according to doctors and scientists. Despite the seemingly conclusive analysis, Americans continue to believe otherwise. After Missy Martin's claimed the taro-wrapped pork dish let her connect with a higher power while on a trip in Hawaii in 1957. The claim brought her fame and fortune as Martin's was showered with lucrative book deal, an exclusive interview with Tapas magazine, and a permanent position on leading breakfast shows. The government was similar intrigued in the 1959 made Hawaii an official American state just in case her claims turned out to be true. In a country's dismay, Martin's fame came crumbling down in 1961 when it was revealed her beatific vision was a result of prescription medication, inhaling volcanic gas from a recent eruption, and from getting hit on the head by falling coconut. Das Übliche also. Origini oder Sauerkraut? Machen wir wieder mal Sauerkraut. KSU, Baby, KSU. Fully charged and ready to go. Ich fahre mal 3 Stops haben wir. Gut. 3 Kilometer. Die Pickblatt-Dinger halten, glaube ich, eh ein bisschen. PPC. Ah, die sind auch insta fertig. Stimmt. 1. Leaf, Meat Wrap. F3. Pickblatt. BPC. Tschüss. Ja, die halten super. Chimichangas, CCC, Dank. So, 2 KSU. Drei KSU. Chimichangas sind ein bisschen mehr Arbeit, nämlich, weil da muss man nachher anrichten. Und zwar auf verschiedene Arten und Weisen anrichten. Von dem her, schauen wir, ob ich es mir jetzt nicht übernommen habe. Das ist fertig. Leaf, Meat Wrap. So, erster Chimichanga, 6. Jimmy, Green Guac Sour, 1. Jimmy, Red Guac Sour, 1. BPC, Tschüss, 2. Chimichanga pur, 3. Chimichanga, Green Guac Sour, F1, wir brauchen mehr Chimichangas, bam. F2, wir brauchen BPC, passt, 6, Chimichanga, 1, Chimichanga Red Guac Sour, 4, Chimichanga, 5, Chimichanga Red Guac Sour, 2, Chimichanga Red Guac Sour, 3, Chimichanga Green Sauce Guac Sour, 6, Chimichanga Green Sauce Guac Sour, 7, Chimichanga Green Sauce Guac Sour. I knew you could do it. Me too. That was amazing. Me too. Chimichangas rein. Leaf, Meat Wrap. Leaf, Meat Wrap. So, mehr. Oh, so viel Chimichangas. Oh mein Gott, so viel Chimichangas. 4 KSU, 3 KSU, 5 KSU. F4, mehr Chimichangas. 6 KSU, 7 KSU. We are nearing the next stop. Sehr gut. Die Würstel brauchen echt so lang, das ist unglaublich. So, 2A, BPC, passt. 1. Chimichanga, Käse, Gurk, Sauer. 2. Chimichanga, Green Gurk, Sauer. Passt. 3. Chimichanga pur, passt. 5 Chimichanga pur, 4 Chimichanga Red Sauce Gurk Sauer, F1, wir haben mehr Chimichangas rein. So, 1 Chimichanga Käse Gurk Sauer, passt. 3 Chimichanga Red Sauce Gurk Sauer, 2 Chimichanga, 2 Chimichanga. So, wir brauchen mehr Chimichangas, das kann auch raus. A, B, P, C, 3 B, C, 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 rein, passt raus. Chimichangas, F4,
A, B, P, C, passt. 3. Fuck, Chimichanga, Queen Sauce Gurk. Shit! Chimichangas sind verdammt viel Arbeit. So, KSU, vorbereitet haben wir jetzt mal alles. Okay, Meat. Dank. Okay. Leave, Meat Wrap. Leave, Meat Wrap. 2 mit C-Red, ja. 5 Leave Meat Wrap. 3 Chimichanga pur, passt. Chimichanga pur, passt. Chimichanga Green Sauce Gurk sauer. Wir brauchen mehr Dings. BPC, passt. 7 Chimichanga Red Sauce Gurk sauer. 1, wir brauchen mehr Chimichangas. 1 Chimichanga Käse Gurk sauer. 3 Chimichanga. 2 Chimichanga Red Sauce Gurk sauer. 4 Chimichanga Käse Gurk sauer. 1 Chimichanga. Dank F2, wir brauchen mehr Chimichangas. F4, wir brauchen keine Chimichangas mehr. Doch, wir brauchen nur Chimichangas. So, 3 Chimichanga Red Sauce Gurk sauer, 5 Chimichanga, 6 Chimichanga Käse Gurk, 7 Chimichanga, 6 kann einfach so raus, 1 Chimichanga, 2 Chimichanga Käse Gurk Dings, 4 Chimichanga, 5 Chimichanga. War das jetzt perfekt oder nicht? Das war jetzt beim ersten Stopp schon so knapp, dass ich den perfekten hinbringe. Fucking hell. So, MMW, KSU, BPC, KSU, Chimichanga, 4, Sweet Potato, ist S, Dank, 5 KSU, 6 KSU, 7 Meat, Dank. Next stop approaching. Jawohl. 4 mit Red, passt. 7 mit Red, passt. So, 1 Chimichanga pur, 2 Chimichanga Green Sauce Gurk Sour Cream, 1 Chimichangas, 4 Chimichanga, 5 Chimichanga Red Sauce Gurk Sauer, 7 Chimichanga Käse Gurk Sauer, 6 Chimichanga Red Sauce Gurk Sauer, 3 Chimichanga Käse Gurk Sauer, 1 Chimichanga, 2 Chimichanga Red Sauce Gurk Sauer, 4 Chimichanga Käse Gurk Sauer, 6 kann einfach raus, 5 Chimichanga Green Sauce Gurk Sauer, Dings haben wir nicht mehr, BPC, tschüss. 7 Chimichanga, 3 Chimichanga, 1 Chimichanga, F3 Chimichanga, Blutwurst kann raus, so, A, B, P, C, mehr Blutwurst, F4, braucht immer noch Chimichangas. So, 1 Chimichanga, Green Sauce Gurk Sauer, 3 Chimichanga, 1 Chimichanga Red Sauce Gurk Sauer, 2 Chimichanga Green Sauce Gurk Sauer, 5 Chimichanga pur, 1 Chimichanga pur, 4 Chimichanga Green Sauce Gurk Sauer, 6 Chimichanga Red Sauce Gurk Sauer, 7 Chimichanga Green Sauce Gurk Sauer, das kann raus, 3 Chimichanga Red Sauce Gurk Sauer, das kann raus, BPC, jetzt kann's raus, 2 Chimichanga Red Sauce Gurk Sauer, 5 Chimichanga Red Sauce Gurk Sauer, 4 Chimichanga, 1 B Chimichangas, 2 A BPC, passt. Wird sie nicht ausgehen. Geht ihm auch nicht aus. Egal.
Essenswasten ist in dem Spiel wenigstens egal. 1, CRUS, 2, Chimichanga, Käse, Gurk, Sauer, 3, Gurk, Sauer, 6, Chimichanga, Käse, Gurk, Sauer, 7, Chimichanga, Leppig. So, BPC. Egal. Mehr Chimichangas, mehr Chimichangas, mehr Chimichangas! 7, Chimichanga, Käse, Gurk, Sauer. Was willst du? Sweet Potato? Du bekommst Sweet Potato. Du willst Leaf Meat Wrap. Du willst Sweet Potato. Du willst Leaf Meat Wrap. Das kann raus. 1 mit White. Du willst Leaf Meat Wrap. 3 mit White, 6 KSU, 7 Reis, 1 Chimichanga Käse Gurk, passt. 2 Chimichanga Green Gurk Sour Cream, 1 Chimichanga, 3 Chimichanga Käse Gurk, 4 Chimichanga, 5 Chimichanga Käse Gurk, 7 Tamarit Tee, gerade noch gut gegangen, 2 Chimichanga, bam, sauer, mehr Chimichangas, bam, so 3 Chimichanga Red Sauce Gurk, sauer, fuck! Die Chimichangas legen mein Ei. Noch ein Versuch mit dem Menü, dann kommen die Chimichangas weg. Der Rest von dem Menü ist gar kein Problem, aber die Chimichangas, what the fuck, sind die anstrengend. Was willst du? Veggies? Gut, bekommst du. Blut, BPC, BCCCD. So, was willst du? Veggies bekommst du. Mit welcher Sauce? Mit grüner Soße. 3 KSU. Welche Soße willst du? Mit grüner Soße. 4 Tandoori. 5 Leaf Meat Wrap. Das kann raus, das kann raus, das kann raus. Raus! So, 1 Chimichanga Green Gurk Sour Cream. 4 mit weißer Soße, passt. 2 Chimichanga pur, 1 kann raus. F2, wir machen mehr Chimichangas. So, 6 Chimichanga Käse Gurk Sour Cream. 7 Chimichanga Red Sauce Gurk Sour Cream. 5 Chimichanga Käse Gurk Sour Cream. 4 Chimichanga Red Sauce Gurk Sour Cream, 4 Chimichanga Green Sauce Sour Cream, 1 Chimichanga Käse Bam, 2 Chimichanga, 1 kann raus, 1A BPC, tschüss, F3 BPPC, tschüss, 5 Chimichanga, 6 Chimichanga Green Sauce Gurk Sour, 7 Chimichanga Green Gurk Sour, das kann raus, 2 Chimichanga frittieren. 2 Chimichanga Green Sauce Gurk Sauer. Fuck. So, Quit Day, neues Menü. Chimichangas müssen raus. Weg mit Chimichangas. Machen wir uns ein bisschen einfacher. Fried Fish. Kruzifix. Es kann bleiben, sogar die Samosas, die waren echt okay. Auch wenn es da zweimal Entscheidungen gibt. Samosas waren voll okay, aber diese verdammten Chimichangas. I'll do the driving. 3 Kilometer. BPC. Was brauchen wir? Cod, Fisch. KSU. Was brauchen wir? Cod, Fisch. Und rein.
Leave, Meat, Wrap. Easy. Ding, ding, ding. Fisch ist fertig. 3, Leave, Meat, Wrap. Was, die Würstel so lang brauchen? Esse. Leave, Meat, Wrap. So, meine Lieben. Fuck. Das war das Falsche. A, B, P, C, passt. Da. Und tschüss. Your proficiency within the kitchen is unmatched. Ist so. Let's do that So, again. 2 Kilometer Fried Fish. Was brauchen wir? 4 mal Fisch. Leave, Meat, Wrap. Sweet Potato. Leave, Meat, Wrap. Mehr Fisch. Cod, Fisch. Rein. 4 KSU. Das ist fertig. 5 Reis. 7 Leave, Meat, Wrap. 2 We're almost there. Tamarit. F4, A, B, P, C haben wir noch nicht vorbereitet. 5 White. F1, B, P, C. F1, B, P, C. F2, B, Cod, Fisch, Dank. A, B, P, C. F3, Fisch mit Cod. A, B, P, C. Brauchen wir noch mehr vom A? Ja, B, P, C. F2, Fisch mit Fisch, Dank. Es ist am Ecken einfacher. Oh mein Gott, dieses Spiel. Es ist so anstrengend. Esse. Was brauchen wir? Veggies. BPC. Tandoori. F3. Big Blood BPC. 3 KSU. 4 KSU. 1 mit Dates. Passt. 2 mit White. 5 Tandoori. 6 KSU. F4 macht man stattdessen einen Fisch mit Fisch, Dank. 7 Leave, Meat, Wrap. On it, Chef. Also 5, fuck, mit Red. So, wir brauchen mehr BPC, wir brauchen mehr Fisch. Wir brauchen noch mehr Fisch. Ja, brauchen wir. Cod, Fisch. Brauchen wir dann noch was? Nö. Na kaum. Einen einzelnen. So. Man muss es sich ja nicht schwerer machen, als es eh schon ist, gell? Ein bisschen schon. Macht schon Spaß, mit den verschiedenen Essen nach Home zu experimentieren. Run? Ja, ich weiß, ich bin impressive. Gerade ums Arschlecken nicht den nächsten. 6 von 10. Das ist aktuell noch nicht freischaltbar. Damit endet also diese Folge. Es war anstrengend, es waren ein paar Resets diesmal nötig. Aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wie immer, diese und andere Spiele gibt es auch live auf meinem Twitch mehrmals die Woche. Und zwar twitch.tv/obraka. Bis dann, bis zur nächsten Folge. Baba.